Er verkaufte einen großen Traum. Und viele glauben ihm. Er nennt sich Geoslam, angeblich ein großer Musikproduzent. Am Ende hat mich dieser Produzent um 40.000 € betrogen. He's just such a fraud. It's crazy. So he's capable of, manipulating with my brain, which I don't normally think is that easy. I think he's a psychopath. Er gibt vor, mit den ganz großen Stars zu arbeiten. Wie J-Lo und Lady Gaga. Er hat mir gesagt, du bist die nächste Lady Gaga. Das ist mein Schritt nach Los Angeles. Das könnte ja mein Leben verändern. Ich habe mich wirklich wie entdeckt gefühlt. He promised us that, it would get huge. Wie funktioniert seine Masche? Und warum flog er so lange nicht auf? Wir sind unterwegs nach Süddeutschland. Eine Frau hat uns kontaktiert, ihre Tochter ist angeblich verschwunden. Es geht um Ines. Bis vor kurzem war sie Sängerin einer Band, die regional erfolgreich war, veröffentlichte professionell gemachte Bilder und Musikvideos. Jetzt arbeitet sie mit ihm zusammen, dem angeblichen Hollywood-Musikproduzenten Geoslam. Ihre Zusammenarbeit posten sie stolz im Internet. In ihrem Heimatort treffen wir Ines Mutter Gabi. Sie ist verzweifelt, weiß nicht, wo ihre Tochter ist. Vor einer Woche hat Ines ihre Wohnung plötzlich verlassen. Also das ist das Zimmer, das war früher unser Schlafzimmer. Ach, da steht ja mein Bild, was ihr gemacht habt. Das hat sie auch da gelassen. Geschenke der Mutter, Fotos mit Freundinnen, ihre Erinnerungen an früher hat Ines zurückgelassen. Schon seit Monaten ist sie für ihre Mutter kaum noch zu erreichen gewesen. Ich habe ihr immer alles gegeben, was sie gewollt hat, was ich konnte. Vielleicht meine Schwester. Ja, hallo? Ja, warte mal. Was? Ja. Ja, wir sind gerade in der Wohnung drin bei der Ines. Ich konnte nur heulen, ehrlich. Es tut so weh. Zu ihrem Großvater hatte Ines ein enges Verhältnis. Noch bis kurz vor ihrem Verschwinden hat er ihren Traum von der Gesangskarriere unterstützt. Und jetzt hat noch, was ich schon immer Tag und Nacht geschafft hat am Computer, was weiß ich, was sie da gemacht hat, hat ja nie gesagt, was sie mischt. Ja. Da habe ich das Essen übergebracht, habe es vor die Tür hingestellt. Oder manchmal hat sie auch aufgemacht, hat sie mich auch noch in den Arm genommen. Aber, tja. Ja. Hat sie Ihnen noch mal was gesagt am letzten Wochenende? Die Ines? Ja. Nein, kein Wort. Ach doch, du hast schon gesagt, sie hat gesagt, das hätte nichts mit uns zu tun, das war das Letzte. Und mehr hat sie nicht gesagt? Nein, kein Wort. Ja, aber ich wollte dir nur mal schreiben, dir schuldet so fast 20.000 €, ne? Was? Da komme ich auch drüber weg. Ja, aber es ist so. Um das geht mir es nicht. Das weiß Worum ich, dass geht's Ihnen denn? Dass die Ines wieder kommt. Wo könnte sie sein? Gabis einzige Spur, rätselhafte Insta-Clips. Hi, I am Ines. This is a very important advice that my mentor Geoslam shared with me and that I would like to share with you. Ines zeigt sich gerne stolz mit Geoslam, ihrem Produzenten. Ihre Mutter vermutet, sie ist bei ihm. Ines kann natürlich gehen, wann und wohin sie möchte. Sie wird später auch sagen, es ginge ihr gut. Es gibt keinen Hinweis, dass der Produzent sie schlecht behandelt. Doch KünstlerInnen aus ganz Europa werfen ihm genau das vor. Geoslam wird später übrigens alle Vorwürfe bestreiten und sagen, dass seine Erfolge auf internationaler Ebene unbestreitbar seien. Aber dazu später mehr. Wir wollen diese KünstlerInnen treffen, um ihre Geschichten zu hören, und wir wollen ihre Belege auswerten.
Was werfen sie dem vermeintlichen Hollywood-Produzenten vor? Und wieso haben sie sich auf so jemanden wie ihn eingelassen? Darüber haben die meisten jahrelang geschwiegen. Aus Scham, aber auch aus Angst. Als Silas Geoslam kennenlernt, ist er gerade mal 15. Schon damals arbeitet er mit seiner Mutter darauf hin, einmal ein Star zu werden. He's on stage in the final at that picture. I think that it's very easy to see that he actually loved it. It's kind of hard to look at. Just memories, you know, of what once were. 2015 ist Silas bei einer Castingshow. Inszeniert sich selbstbewusst. The goal for me has been to be a star that people can look up to and say, well, I want to be like that. And that's why you're here. Einer der Juroren, Geoslam. Er wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgestellt als Teil des Teams um den Star-Produzenten, der Lady Gaga berühmt gemacht hat. In der Castingshow wird Geoslam aber niemals zu sehen sein. Denn noch vor der Ausstrahlung verlässt er die Show. Er behauptet angeblich, er habe wichtigere Verpflichtungen. Gio had to go to France to work with Lady Gaga, and you know, it really sounded huge. And again, it just was wood on the fire to make me think that he was like a legend. He was going to France to work with my idol, which was crazy. Zumindest behauptet Geoslam das. Für Silas bleibt die Castingshow erfolglos. Statt Durchbruch zurück nach Dänemark. Doch eine Sache ist nun anders. Geoslam bleibt mit ihm und seiner Mutter in Kontakt und fängt an, ein Netz aus Silas Träumen zu spinnen. He started talking about how he would get Silas on big stages and how he would, you know, make him do stuff for go on stage before J-Lo. Silas, you're going to be the next big thing. You are going to be, you know, a huge star. Allerdings gegen Honorar. Geoslam schickt ein Budget, eine Art Kostenvoranschlag. Verspricht darin ein weltweites PR-Konzept. Kosten 400.000 €. And he said, well, I already had those meetings with labels and they were like very interested in Silas and this is going to be very, very huge if you want to go into this. And I said, but I need to pay like, what's 400,000 euros? That's a lot, I think. How many millions is that? That's millions in Danish. So I said, I don't have that kind of money. Doch Gio schreibt, er sei nicht der Einzige, der an Silas glaube. Er habe jetzt sogar Investoren in Hollywood von Silas überzeugt. Große Investoren hätten Silas Marktwert bestätigt. Und dann behauptet Gio sogar, er selbst investiere 200.000 €. Sie müssten dann nur 25.000 zahlen. $25.000 statt 400.000 € für eine EP mit 3 Songs von Geoslam, dem großen Hollywood-Produzenten, der sich sonst stolz mit Stars wie Enrique Iglesias, Shaggy und One Direction zeigt. Ist Silas seinem Traum auf einmal wieder näher gekommen? He wrote me stuff often, actually, like I just played my idea for your first single to my boss, which is Red One, which he knows is one of my biggest idols. The stars in my eyes just got bigger and bigger and bigger, and he was like, it was this crazy thing. So when that contract dropped, I was so ecstatic, but I also knew that we weren't able to get that kind of money. Und Silas Mutter ist skeptisch. Sie recherchiert, doch Geoslams Geschichte scheint zu stimmen. Sie findet ihn auf der Webseite von Starproduzent Red One. Es gibt auch vertraut wirkende Fotos von beiden. Damals ist Red One einer der erfolgreichsten Musikproduzenten überhaupt. Der Produzent, der Lady Gaga berühmt gemacht hat. Medien und die gesamte Branche feiern ihn.
Lady Gaga, Britney Spears, Enrique Iglesias. What do they all have in common? This guy right here. Red One. Now, hello. Mega music producer, basically the man who put Lady Gaga on the map. And we did Just Dance, Poker Face, Love Game. Every day was one #1. Wow. Thank God. I won every prize you can win, the Grammys. Ist das der Weg, der auch Silas bereitet werden soll? My name is a guarantee for my investors that, I usually do a good job, otherwise I wouldn't have my position. Red One is a brand. I don't even market my label much because I can take focus away from Red One. It would be stupid if you're not protecting his brand. My music is owned by Red One before I even fucking do it. Im Netz findet Mia auch ein Video, in dem Star-Produzent Red One seinem Brother Geoslam euphorisch dankt, dass der bei ihm den Vertrag verlängert. Hey guys, I just wanted to say that I'm so happy with the renewal with my brother, and I need him here. I need him to make hits. I need him to make history with me. So let's go, let's do it. One love. Geoslam postet diese angebliche Vertragsverlängerung damals stolz auf Facebook. Everything was so good, and I searched about it, and it was all over the internet, all over Google. So I felt kind of comfortable. Währenddessen erhöht Gio den Druck, meldet sich immer häufiger. 2 Investoren würden Geld in Silas stecken. Sie würden aber nicht mehr lange warten. Die Welt sei voller junger Typen mit großartigen Stimmen. Die Verträge wären fertig, es fehle nur noch ihr Geld. And we ended up taking a loan in the house for 25,000 Euro. Ihr damaliges Zuhause. Die Eltern beleihen es für Silas Traum. Am 26. und 27. September 2016 überweist Silas Vater insgesamt 23.750 Euro an das Konto von George W., also Geoslam, bei der Bank of America. Silas ist nicht der Einzige, den Gio in der Zeit kontaktiert und dem er den Weltruhm verspricht. Es gibt diese Broschüre, mit der Gio für seine angebliche Arbeit wirbt. Und darin stellt er sich dar als einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt. Er sagt, er stehe unter Vertrag bei dem Starproduzenten Red One. Und zu den Kunden gehörten Stars wie Lady Gaga, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakira. Er verkauft darin ein Ticket nach Hollywood. Und mit diesem Versprechen kontaktiert Geoslam Sängerinnen und Sänger in allen möglichen Ländern. Auf neue Talente wirkt das professionell. Und für ihre Betreuung hat Gio sogar eigens 2 AssistentInnen. Sie sollen auch mit Silas an seiner Karriere arbeiten und alles ständig filmen. Ein Assistent ist Gary. Hey everyone, this is Gary from XX Productions. I'm responsible for the production development on the SDK project together with Geoslam. Gary ist Songwriter und Toningenieur aus der Schweiz. Sein Kontakt wird uns zugespielt. Wer kennt das System hinter Geoslam besser als er? Wir telefonieren erst eine Zeit lang vertraulich, bis er dann einem Interview zustimmt. Hi, how are you? You good? Nice to meet you. Thanks for having us. We're already filming. This is Lisa. Okay, hey Lisa, how you doing? Hi. Come on in. Thank you. Go. Yeah, exactly. Wow. I was excited because here we have a producer that is an inner circle member of one of the biggest production teams in the world. Für ihn zu arbeiten, also eine Ehre. Lange denkt Gary, er habe den besten Job der Welt. He asked me to just find artists that I thought were talented. And I thought, hey, it's finding new talent in the same way that they found, he told us the story of how
Lady Gaga and Red One worked out. Die zweite Assistentin in Geoslams Team ist Ingeborg. Da geht's rein. Welche Schweizer Hinterhöfe wir noch kommen? Ah, hi. Hallo, vielen Dank, dass es klappt. So spontan. Danke. Ingeborg erzählt, sie sollte sich um Geoslams Image kümmern. Zum Beispiel um seine Online-Präsenz. Wie solltest du ihn denn auf dieser Webseite präsentieren oder was solltest du da darstellen? Auf der Webseite sollte Geoslam wirklich dargestellt werden als der Hollywood-Producer, der wirklich richtig coole Projekte möglich machen kann mit den Künstlern und wirklich einen Traum verwirklichen kann. Hattest du damals den Eindruck, dass was du auf die Webseite packen solltest und die Darstellung dort, die du machen solltest, entspricht der Realität? Am Anfang habe ich wirklich gedacht, es stimmt. Immer wieder Red One war da als Name dabei und auch Namen wie Lady Gaga. Und ja, das hat für mich so gestummen, dass ich am Anfang nicht in Frage gestellt habe, Geoslam ist einfach, das stimmt nicht, was er macht. There's copyright of this music, but I'm going to cut some new in. Dezember 2016. Silas und seine Mutter Mia haben Geoslam engagiert. Sie werden ihn gleich zu einer Aufnahmesession treffen. Hey you guys, Mr. K, and we're on our way to Copenhagen, where I'm going to meet up with my amazing boss and producer, Geoslam. Für die Aufnahmen sollten sie ein Hotel buchen, für 10 Tage. Gio will, dass für eine angebliche spätere Doku über Silas schon jetzt alles mitgefilmt wird. He was really organized. Everything was so well thought out. Everyone was in a way impressed. Like, okay, he really works on that level. He just has everything under control. The artist would fly from wherever just to have a meeting with him. Und dann sehen sie sich zum ersten Mal wieder. Okay, let's start because we are so late. It's giving me a night shift today. The songwriting. Yeah. But for me, that's fine because it's I don't know what time it is in LA right now, but it's pretty adjustable. And I like working at night, especially when I create. Yeah, I feel more creative and awake actually at night. Ein Hotelzimmer voller Erwartungen. Ein großes Team, versammelt um den Meister. Was ist sein Plan für Silas? We're gonna do vlogs, we're gonna do normal vlogs, we're gonna do a radio show, we're gonna do a television show, and we're also gonna do a documentary. Why is because I don't believe in music anymore, because nobody's paying for music. You have to do something that's interesting for an audience without having the music in focus. You have to stick out. Gio wirkt auf Mia und Silas seriös. Was er sagt, klingt für sie beinahe weise. Wie kann es auch anders sein? Er hat schließlich Star-Producer Red One im Rücken. If I have a concept and a great artist that I feel is ready, yes, I can bring one of his artists and present it to Red and say, okay, Red, we should do this. I remember the day that a person from the Red One team is going to be here, and I was like, that's the coolest thing ever, because also you and I were spoken about Lady Gaga, and she's like, for me, the coolest woman ever. She was one of the persons who inspired me to do music when I was a little kid. So just every time you pass by, I was like, that's so cool, Geoslam. And now we're sitting here discussing business, so that's pretty cool. We met for a purpose, and now we're here, and now we're just gonna make history, you know? Yeah, hopefully. I don't know how long all this will last. No, and don't do this too strong. Also, no, this will last. Now you do last from the whole, like a sheep. This will last. I don't know how long all this will last.
Im Verlauf der Session passiert etwas, was wir so oder in ähnlicher Weise noch häufiger hören werden. He was sitting in a chair and there was like a lot of candles and he really tried to create some atmosphere, which he always does. And he took up his guitar and he sat there and he looked deep in my eyes and he asked all those terrible, weird questions, which was probably directed at my mom, because I think that he was interested in you in some kind of way, because he's interested in every girl. Every female. And then he started asking Silas questions like, okay, if your mom were unfaithful and your dad find out, how would you help your sister? She's crying so much. How would you feel if your dad did something, you know, to your sister and you were at the phone for children? How would you respond? So everything he was talking about was like sexual stuff to make this song for Silas. And I was very uncomfortable sitting, you know, and listening to all this. My son, who was 16, and it was so uncomfortable. People in the room were feeling uncomfortable. And I just sat there, you know, thought, what the heck? Why didn't you just run away? If you just given the guy 25,000 euro, you can't say, oh, I want to get out of this stuff, because just gave him not all the money we had, all the money we loaned. It was like crazy. And more money, because we needed to pay for the hotel, we needed to pay for the girls to come. Geoslam wird sich später gegen den Vorwurf verwahren, dass er irgendjemanden sexuell anzüglich behandelt habe. Er sei immer professionell. Aber dazu später mehr. Damals wussten sie es noch nicht. Aber Gio hatte offenbar zeitgleich noch weitere Sängerinnen ins Hotel eingeladen. Diese deutsche Sängerin zum Beispiel. Auch mit ihr nimmt er im Hotel auf. Dabei hat Silas Familie offenbar für dieses Hotel bezahlt. Mit uns will die Sängerin nicht sprechen. Anderen gegenüber habe sie erzählt, dass sie sich von Gio hintergangen fühle. Vor Mia und Silas gibt sie damals vor, eine von Gios Angestellten zu sein. And into the camera. Okay, so... Okay, back to business. What's going on? You told them that they should just pretend that they are staff, and he kind of gave them some staff duties, but they were there to record their songs. Ich musste lügen über meine Arbeit da. Ich musste mich beschäftigen mit Silas und seiner Mutter Mia, damit sie sich nicht treffen würden mit anderen Künstlern, weil die Familie von Silas hatte natürlich Geld bezahlt fürs Hotel und die ganze Trip. Im Hotel ist Silas voller Vorfreude auf die Songs, die Gio produzieren soll. Er weiß noch nicht, dass sie sich viele Jahre nicht mehr sehen werden. Gary wird jetzt Silas Hauptansprechpartner. Er muss in Gios Auftrag die Kommunikation übernehmen. I would be the ones, like, you know, giving all the hard messages, which he planned and orchestrated. I was basically doing the dirty work. Wie in einem Gespräch mit Silas und dessen Vater. Die Aufnahmen im Hotel sind Monate her. Doch die versprochenen Songs kommen nicht. Silas gerät in Panik. You know, for me, I really look up to you guys, but it's just the emotional part of it. Mm-hmm. I think that it is really hard to, you know, read an email where you see that management is giving up on me and Gio doesn't really have faith in the project, you know. How would you like things to be? Like, how do you imagine it? Gary? You. Gary? Hello? Yeah. Yes? Well, Silas is crying right now, so we've got to stop this. Okay? No, wait, no. Let me speak to him. Yeah, but you're not going to hurt our son. Hurting. Yeah, he's crying, man. He's sorry. He's trying to tell you. It's just the process, Gary. I think that you know, bro, we're really fighting and we're doing our very best. And yeah, I'm walking around confident in nice clothes and look good and everything, but actually we're poor as fuck. It's all just an illusion. And the loan my parents took is actually really huge of them. It will take about 12 years to pay back. So I'm really just. Mm-hmm. I have my dreams. I hope stuff will work out sometime, and you know I can pay my family back, and I can do something good for them. That is why I'm fighting for my dream here about becoming a professional singer, and right now it doesn't look like it's going that direction.
I was just sitting there in the middle feeling guilty. They spent all this money on me. We were totally broke. And I feel like my dreams got torn apart totally. Gio is very manipulating, and his way of doing this is getting you to feel comfortable about everything. And when you do, then he takes more and more until you break. And that will happen when you're around him. Und er findet immer wieder Leute, die ihm helfen. Gary ist in der Zwischenzeit so etwas wie Gios rechte Hand geworden. Bei allem, was er für Gio tut, muss die Kamera laufen. Für eine angebliche Doku. Sometimes I might need to connect cables. Sometimes I might need to print files. Sometimes I might need to, just fix whatever comes up. Gary sagt, er habe 2 Jahre lang für Geoslam gearbeitet. Andere Jobs dafür sogar ausgeschlagen. Denn auch Gary hatte einen Traum, für den er bereit war, viel zu ertragen. What did you do? This wasn't recording. Wasn't it recording? Mm-hmm. This is where you fuck up. Did he pay you for that job? No. Why would you do a job where you don't get paid? He promised me that he was gonna get me a paying, like on the payroll. He sold me, this promise of being in Red One team, and me naively thinking that is his intention. I did 2 years of work for him, and I earned 0. Gio wird das später bestreiten. Anfang 2017. Gary soll 8 neue Projekte ranbringen. Die Talente sollen alt genug sein, damit es keinen Ärger mit Eltern gibt. Und ein festes Einkommen haben. Gary soll liefern. Neue KünstlerInnen, die alle einen Traum haben: Hollywood. Wie die Schweizer Sängerin Fleur. Hey everybody, this is Gary from XX Productions. I'm here with Fleur. Hi everyone. And we're pretty much excited, and we're working on her project, and it's gonna be really good. It's gonna be really good. We're excited. Fleur zahlt 10.000 € an Gio. Im Gegenzug verspricht er ihr 3 Songs und deren Vermarktung. Hi everyone. Hey. Good to see you. Good to see you too. Look fabulous. Thank you. Thank you. Shiny. Yeah, of course, as usual. Hi everyone. Hi, everyone. My name is Rayon. Rayon. I'll be doing the refreshments today. Okay, good. Hi, I'm Jane. I'm going to take care of the protocol. Okay. Can I take it for you? Thank you. Auch hier ein scheinbar großes Team und große Träume. Wir haben bis auf eine alle Anwesenden erreicht. Sie alle behaupten am Telefon, Geoslam habe sie nicht bezahlt. Sie hatten selbst die Hoffnung auf eine Karriere bei Red One. I truly believe in this. I don't do stuff that I don't believe in, because that will reflect bad on me, and it will reflect bad on my boss as well. The basic thing, yes, it will do you good in Switzerland. I can guarantee you that. That would be you standing out in Switzerland if we do the basic marketing. But I'm not working with fucking Switzerland. I need to think bigger, And to me, it's like, if we do whatever we can to try to make it in the whole Europe, for example, or US, well, if we do it just in the whole Europe, we still get Switzerland. Switzerland is in Europe. If we do it in US, we get the world, and Switzerland is part of the world. So why, limit it? And I'm not good at working with limits. Dementsprechend freut sich Gio über das Nobel Hotel mit Wellnessbereich. Er und sein Team hätten so oft Nackenschmerzen vom vielen Sitzen vor dem Computer. Hotel mit Spa zahlt Fleur 4.300 €. First I was your son,
then became your shadow. It's good. The sun is much better now. Then became your shadow. Die Songs, die Fleur im Hotelzimmer einsingt, hat sie selbst geschrieben. Rückblickend sei vieles komisch. Zum Beispiel habe sie erfahren, dass eine polnische Sängerin auch im Hotel war, sich aber vor ihr habe verstecken müssen. Oder auch, dass im Hotelzimmer statt im Studio aufgenommen wurde. Nur Gio hat dafür eine gute Erklärung. Lady Gaga habe ihre Hits auch nicht im Studio aufgenommen. These hotel recordings that I personally love. I love it because it becomes more personal and more intimate in a way with an artist. Gaga want to be at home in her living room. There's not that many artists. Established artists tend to want to be recording outside the studio. New artists, they have never been in the studio before, so they want to be in the studio. I was just showing these guys some recordings with some big artists that we just do. Well, this is exactly how the setup is. Nothing more. Nothing. It's less is more, you know? Irgendwie scheint alles immer plausibel. Und am Ende der 10 Tage im Hotel, als Gio ihr mehrere Verträge zur Unterschrift vorlegt, hat Fleur das Gefühl, den Deal ihres Lebens zu machen. Die Songs sind im Kasten, Gio sieht den Hit kommen und auch Red One hat meinen Song gehört und es wurde mir auch halt klar gesagt, dass das mega viel Potenzial hat und dass sie wieder froh sind, mich gefunden zu haben. Nur unterschreiben müsse sie jetzt, sofort. Es war auch immer dieser Zeitdruck da, also weil Gio wollte gleich weiter, er musste wieder den nächsten Künstler irgendwo hinarbeiten gehen und der letzte Vertrag, da hatte ich kaum Zeit, den durchzulesen. Ich durfte den niemandem zeigen, weil ich ja schon eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben hatte. Wir zeigen exemplarisch einige Verträge dem schwedischen Musikrechtler Christer Axner. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Entertainment-Business. No lawyer would write like this. Okay, so you can tell that this was not written by... Yeah, from my experience, yes, that this is... I have not met a lawyer which will write a contract like this. Somebody's been doing it, cutting and pasting him or herself. There's nothing here which is to the advantage of the artists. So all manipulations here or copy and pasting is always to the advantage of the record company and the producer. Do you want me to give an example? Yeah. So let me have a look. It says here that the person who has done this, signed the agreement, gives away 100% of the ownership. So I think the person has changed 50% to 100% to make it better for himself. The producer? Yeah. So normally in a US contract it would say 50% here. And what does that mean? This means that all lyrics and music which are created by the artist, in this case, is owned by the producer. Judging from my experience from dealing with this kind of thing for 20 years, I'd say that these are probably top 10 worst contracts I've ever seen. Der Sänger bezahlt und der Song gehört ganz oder mehrheitlich dem Produzenten? Ist das normal? Wir fragen Andreas Weidkemper. Er arbeitet für verschiedene Verlage und Labels. Es ist nie seriös, wenn ein Musiker, auch egal ob es Demos sind und egal wie jung der Künstler ist, wenn ein Künstler selber die Produktion bezahlen muss und sie ihm dann nicht komplett gehört. Es ist nachvollziehbar, dass Künstler selber Studios oder Engineers, Produzenten bezahlen, tageweise oder stundenweise, dann gehört ihnen aber die Aufnahme. Es gibt auch das Modell, dass ein Produzent in diese Vorleistung geht, weil er sagt, ich glaube an dein Talent, meine Investition in dich ist die Aufnahme hier, dann zahlt der Künstler kein Geld und dann teilen sich im Grunde die Einnahmen. Also junge Musikerinnen, woran könnten die denn merken, dass
was unseriös ist. Ein wichtiger Faktor, woran man immer erkennt, dass es nicht seriös ist, ein seriöser Partner erlaubt dir immer oder empfiehlt dir sogar, dir einen eigenen Anwalt zu nehmen. Es ist auch sittenwidrig, wenn du einem jungen Menschen einen Vertrag unterschreiben lässt, ohne dass er einen eigenen Rechtsbeistand hat. Nur Fleur und die anderen lassen ihre Verträge damals von niemandem prüfen. Sie haben Angst. Das liegt auch daran, dass sie eine Geheimhaltungserklärung mit Geoslam unterschrieben haben. Darin steht im Prinzip, sie dürften keinerlei Informationen über ihre Zusammenarbeit mit Geoslam weiterverbreiten. Sonst drohe ihnen eine Strafe von 300.000 €. Nach allem, was wir von Juristen wissen, ist diese Regelung vermutlich sittenwidrig und wäre damit unwirksam. Man darf nicht einfach so einen pauschalen Maulkorb verhängen über alle möglichen Informationen und vor allem so eine überhöhte Vertragsstrafe androhen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Keiner der Künstler hat sich getraut zu reden. Und deshalb kann Gio sie weiter unter Druck setzen. Von Fleur fordert er plötzlich erneut 10.000 €. In Fleurs Vertrag steht, sie müsse Kosten übernehmen, ohne konkrete Summe. Fleur ist verzweifelt. Gio will das Geld. Dann hat er mir auch gesagt, ich soll einen Kredit aufnehmen oder Darlehen oder meine Familie fragen. Und dann hat er dann eben gesagt, ja, Fleur, hör zu, es gibt so viele Investoren. Aber jetzt, ich glaube, jetzt steigt einer aus, weil du zahlst ja jetzt nicht und wir wollen jetzt vorwärts machen und wir sehen, du zweifelst, du bist nicht dabei. Jetzt steigen schon Investoren aus. Sie müsse jetzt handeln. Hollywood interessiere sich nicht für ihre Probleme. So sei das eben. Er selbst nehme sogar einen Kredit für sie auf. 150.000 €. Denn er glaube zu 100% an Fleur und ihre Zusammenarbeit. Und dann sagt er auf dieser persönlichen Ebene, Fleur, weißt du was, ich gehe jetzt selber zur Bank und hole mir ein Darlehen für dich, für 150.000. Also es ging ja immer noch darum, dass ich eben die nächsten 10.000 zahle. Und ich sagte dann auch mehrmals, wie schlecht es mir geht, psychisch völlig am Arsch, der Druck, ich kann nicht mehr. Und das wurde halt nicht gehört oder sogar noch schlimmer bestraft, indem dass man sagt, ja, dann können wir nicht mehr arbeiten, dann ist es vorbei und du wirst nie etwas erhalten, weder Songs noch Material, nichts. Belege dafür, dass es jemals Investoren gab oder dass Gio tatsächlich einen Kredit für Fleurs Projekt aufnahm, habe sie nie bekommen. Auch wir werden Gio danach fragen und auch uns wird er keine Belege liefern. Gio erhöht den Druck, sie müsse zahlen. Jetzt. Also ich war natürlich am Ende, weil ich war gebunden an jemanden, wo ich mich nicht mehr wohlfühlte. Für mich, meine Songs sind meine Babys. Und dann hieß es einfach, ja, wenn ich jetzt nicht weiter zahle, verliere ich halt alles. Also zahlt Fleur wieder. Am 20.04.2017 überweist sie noch einmal 10.000 €. Dieses Mal an ein Konto in Hongkong. Auch das macht Fleur stutzig. Doch Gio hat eine gute Erklärung. Das Konto in Hongkong würde Steuern sparen, sonst müsse Fleur noch mehr zahlen. In der Psychologie gibt es ein Phänomen, das mit dem Begriff eskalierendes Commitment beschrieben wird. Grob gesagt bedeutet das, wenn wir einmal in eine Sache investiert haben, egal ob Geld, Zeit, Energie, dann sind wir geneigt, weiter daran zu glauben und blenden Warnungen gerne mal aus. Denn, so der Gedanke, irgendwann muss sich unsere Investition ja auszahlen. Würden wir aufgeben, wären die bisherigen Investitionen ja umsonst gewesen.
Und so macht Fleur weiter. Zusätzlich zu den 10.000 € zahlt sie für Gio, Gary und sich selbst Flugtickets und Hotelzimmer in Venedig. Go! Hi everyone, this is Fleur Margali from Venice, Italy. Venedig soll Fleur den Durchbruch bringen. Sie soll hier 3 weitere Songs aufnehmen. Beautiful, exactly like that. It's very sensual. He's like, take it off, take it off. But no, that's next year's marketing plan. That's not funny. Gary filmt. Geoslam und Fleur posieren für angebliches Promomaterial. Teilweise absurde Aufnahmen mit schlechtem Ton. Stundenlang. Mit den hunderten Fotos und Videoaufnahmen passiert nach unseren Informationen nie etwas. Zumindest nichts, um Fleurs Karriere voranzubringen. Doch Gio umgibt damals die Aura eines Profis. Für die Songaufnahmen im Hotel hat er sogar einen Equipment-Sponsor, IK Multimedia. I like to travel with limited pieces of gear. The mobile recording equipment from IK Multimedia gives me the result I want everywhere. So I really want to say congratulations to IK Multimedia to have been able to combine the professional sound with the mobility. Wir haben IK Multimedia kontaktiert. War das Sponsoring echt? Die Antwort: Gio bekam tatsächlich Equipment, weil man eben glaubte, dass er als Producer für Red One arbeite. IK Multimedia durfte im Gegenzug mit Gios und Red Ones Namen stolz auf Instagram werben. Wie dieses Foto zeigt. Je länger wir recherchieren, desto häufiger stoßen wir auf Details, die zeigen, dass Gio doch einen ziemlich großen Aufwand betrieben hat, dafür, dass angeblich alles eine große Lüge sein soll. Deshalb fragen wir uns irgendwie immer mehr, gab es doch irgendwann mal bei ihm die ehrliche Absicht, junge Talente groß rauszubringen? Und wenn ja, was ist dann letztlich schiefgelaufen? IK Multimedia schreibt uns, sie wüssten nichts von Vorwürfen gegen Geoslam. Ergänzen aber: Unfortunately, and as cynical as it may sound, the music industry is full of exaggerations, empty promises and up and down careers of producers and artists. Leere Versprechen. Zynisch, aber normal. Ist es wirklich so harmlos? Fleur steckt derweil mittendrin im eskalierenden Commitment. Je mehr Geld sie zahlt, desto stärker will sie glauben, dass Gios Geschichte echt ist. Und so kann er ihr weiter Rechnungen schicken. Ich fühle mich wie eine dumme Kuh, wirklich. Wenn ich das so erzähle, wie kann man so dumm sein? So wirklich. Auch wir haben uns gefragt, warum hat sie das gemacht? Gio hat sie offenbar nicht nur manipuliert, sondern wohl auch belogen. Ein Beispiel: Als Fleur irgendwann nicht mehr zahlen wollte, hat Gio gesagt, klär das mit meinem Anwalt. So, und dann bekommt Fleur tatsächlich diese E-Mail von einem angeblichen Rechtsanwalt. Da steht im Prinzip drin, die Rechte ihrer Musik würden jetzt bei einer Investmentfirma liegen und Gio und angebliche Investoren hätten Geld investiert, deshalb müsse sie jetzt weiter zahlen, damit die Produktion vorangehen könne. Deshalb solle sie jetzt monatlich 1.150 € zahlen. So, und jetzt wird's interessant. Unterschrieben ist diese E-Mail von einem Rechtsanwalt namens Hans-Jörg Klein mit einer Adresse in dem Schweizer Ort Zug. Wir fahren an die Adresse aus der Mail. Und tatsächlich, das ist das Spannende, gibt es hier auch eine Rechtsanwaltskanzlei namens Klein. Und deswegen hat Fleur das auch geglaubt, als sie es auf Google Maps gegoogelt hat, diesen Rechtsanwalt. Sieht also erstmal echt aus. Aber der Trick war offenbar hier, dass in der Kanzlei Klein niemand arbeitet, der Hans-Jörg heißt. Das bestätigt die Kanzlei später Fleur gegenüber. Viel später erst fällt Fleur auf, die IP-Adresse der angeblichen Anwaltsmail ist dieselbe IP-Adresse, die sich auch in Gios Mails findet. Kein eindeutiger Beweis, aber es drängt sich die Frage auf, hat Gio die Anwaltsmail selbst geschrieben? Auch der Inhalt der Mail wirft Fragen auf. So sollen die Rechte an Fleurs Musik bei der Investmentfirma Swiss Century Trust liegen. Und Swiss Century Trust hat überraschenderweise dieselbe Adresse wie Klein Rechtsanwälte.
Wir haben die Firma kurz danach kontaktiert und der Direktor hat uns geschrieben, er kenne überhaupt keinen Gio und er wirft ihm Identitätsklau und Betrug vor, will sogar Anzeige erstatten. Wir werden Gio später viele Fragen stellen, auch dazu, in welchem Verhältnis er zu dieser Firma steht, ob er den Firmennamen für seine Zwecke missbraucht hat. Doch er wird uns darauf keine Antwort liefern. Am Ende hat mich dieser Produzent um 40.000 € betrogen. Er hat das Geld bekommen und hat diese Leistung nicht mehr erbracht, hat diese Leistung versprochen und die sind nicht gekommen und irgendwelche Ausreden, warum die nicht gekommen sind. 9 Songs habe Fleur mit ihm aufgenommen. Nur einen einzigen davon habe er auf YouTube gestellt. Was mit dem Rest passiert ist, weiß sie nicht. Nichts belegt, dass Geoslam sich um eine internationale Vermarktung bemüht hat. Ich habe jetzt einfach schlussendlich auch Schulden für die nächsten 15 Jahre oder so. Und er ist weg, er antwortet nicht mehr, er zieht weitere Künstler ab. Den Erfolg, den er mir versprochen hatte, ist natürlich nicht raus geworden. I'm left with nothing. I'm left with less than I started with. Also ich werde benutzt, dass er sein Geld verdient. Für mich hat das Schulden bedeutet. Wir wissen von mehr als 30 SängerInnen, die in den vergangenen Jahren mit Geoslam gearbeitet haben. 16 davon haben wir gesprochen. Sie fühlen sich hintergangen, abgezockt. Was ihnen passiert ist, hat Wunden hinterlassen. Ich habe mich nie wirklich überwinden können, diese Sache zu erzählen und zuzugeben, dass ich wirklich so dumm und naiv war und auf so eine Scheiße reingefallen bin. His intention is not really to help the artists, it's to exploit them. And then he uses them as much as he can, and when he can't anymore, he goes on to the next victim, extracting money from them, putting pressure on them, threatening with his investors, with lawyers, with, companies from different countries, and he's a con man. Von einem Künstler zum nächsten. Etwa ab 2017 ändert Geoslam offenbar sein Geschäftsmodell. Er fordert geringere Summen, will aber mehr Kunden. Dafür entwickelt er offenbar eine Art Schneeballsystem. Die Suche nach Duettpartnern. Auch die Sängerin Mariah habe so Duettpartner anwerben sollen. Natürlich fühle ich mich verantwortlich dafür, dass so viele Musiker, das sind ja irgendwie 10, 12 Musiker, dass die wegen mir reingekommen sind. Also ich fühle mich schlecht, natürlich, ich fühle mich mega scheiße wegen dem. Um einen Song aufzunehmen, sollen die Duettpartner mehrere tausend Euro an Geoslam zahlen und zusätzlich weitere Duettpartner finden. Mariah bringt so Yannick in das System Geoslam. Yannick wiederum sollte weitere SängerInnen suchen. Da hat er mir zum Beispiel Tipps gegeben, dass ich einfach alle Facebook-Freunde anschreibe. Dass ich Facebook-Freunde von Facebook-Freunden anschreibe und immer Copy-Paste, Copy-Paste. Und da wollte, dass ich täglich 100 Leute anschreibe. Um was zu erreichen? Um die Duettpartner zu finden. Die 5, wo ich gebraucht habe, dass es weitergeht. Ohne die ging es nicht weiter. Also die 5 Duettpartner, die mussten da sein, laut Gio, dass es weitergeht. Davor ging gar nichts. Und darum habe ich dann wildfremde Leute angeschrieben. Und als Duettpartnerin kam ursprünglich auch Ines zu Gio. Schon bevor Ines ihr Zuhause so überstürzt verlassen hat, habe sie sich stark zurückgezogen, so die Familie. Kontaktversuche abgeblockt. Und schon damals stand ihre Mutter Gabi mit uns in Kontakt, aus Sorge um Ines. Soll ich zur Polizei? Was ist, wenn sie doch was gemacht hat? Ich darf gar nicht so drüber nachdenken, dann wird man ganz schlecht. Einmal meldet sich Gabi, weil sie Hoffnung hat. Ines habe nach Beweisen gegen Geoslam gefragt. Will sie aussteigen? Wenn die das jetzt richtig realisiert, dass sie 2 Jahre für umsonst geschuftet hat und viel Geld hat sie ja da auch nicht für gekriegt, ja, und praktisch die ganzen Lieder, die sie da aufgenommen hat, die für die Katz waren, mehr oder weniger, dass sie dann abstürzt, also so in ein Loch fällt. Was weiß Ines über Geoslam? Ist ihr klar, welche Vorwürfe gegen ihn im Raum stehen? Und einiges, wie die Recherche noch zeigen wird, weitaus Schlimmeres? Also was ich gerade mich ganz krass frage und wo ich auch hart irgendwie eine Verantwortung für uns sehe,
ist das, was sie gesagt hat, mit, dass sie Angst hat, dass die dann jetzt in ein Loch rutscht. Ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen, echt wirklich jemand kommt und sagt, alles, wofür du die letzten 2 Jahre gearbeitet hast, woran du geglaubt hast, was man dir versprochen hat, ist alles eine Lüge. Ja, eben, deswegen müssen wir, glaube ich, echt aufpassen. Aber ich weiß, ja, trotzdem müssen wir es ihr ja sagen. Willkommen bei O2. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signal. Tja. Geht bei uns auch nicht ran. Dann schreibt sie plötzlich. Jetzt wird es langsam spannend. Also ich glaube, sie hat geschrieben, ich habe einen Anruf von dieser Nummer verpasst. Darf ich fragen, wer du bist? Alles Liebe. Wir wollen lieber direkt sprechen. Abgewiesen? Ja, dann schreibe ich jetzt. Wir recherchieren zu Geoslam, können wir sprechen. Wir glauben, unsere Infos könnten dich auch interessieren. Send. Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, ey. Das ist einfach eine Geschichte, ey. Oh, dass wir hier drin stecken. Tage später hat Ines dann einmal zurückgerufen, um uns zu sagen, dass sie nicht mit uns reden möchte und dass es ihr gut gehe. Wir finden diesen Song auf Spotify. Mit überraschend vielen Streams. Wir haben keine Belege dafür, dass daran etwas faul sein könnte. Wir finden allerdings nur einen weiteren ähnlich erfolgreichen Song von Geoslam, bei dem der Sänger Streams gekauft hat. Nach allem, was wir wissen, hat Geoslam seine Versprechen sonst meist nicht gehalten. Also er hat die Songs entweder gar nicht geliefert oder hat sie maximal auf YouTube oder Spotify gestellt, aber ohne Promo, ohne diese hochtrabend versprochene Hollywood-Vermarktung. Und da stehen diese Songs dann einfach mit ein paar wenig Klicks. Trotzdem behält Geoslam sein positives Image. Wann immer neue SängerInnen Geoslam googeln, finden sie im Netz Erfolgsgeschichten. Immer nach dem gleichen Schema. Lokaler Sänger von Hollywood-Produzent entdeckt. Sind selbst JournalistInnen auf ihn reingefallen? Anscheinend sollen auch die angehenden KünstlerInnen helfen, die Illusion vom Star-Produzenten aufrechtzuerhalten. Ja, er hat irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt mehr Presse, also du musst viel mehr in den Zeitungen vorkommen und überhaupt. Und dann hat er mir eigentlich eine Geschichte erzählt. Ich musste es dann aufschreiben. Es ist diese Geschichte, die in mehreren Schweizer Medien erscheint. Händchenhalten wurde Sängerin Chrissy Lee zum Verhängnis. Mariah, Künstlername Chrissy Lee, sei mit ihrer Freundin in Ägypten gewesen. Ein paar Tage später reiste Produzent Geoslam mit Entourage und Aufnahmeequipment an. Weil sie als lesbisches Paar händchenhaltend durch die Straßen liefen, seien sie plötzlich gekidnappt worden. Die beiden wurden in einen Keller gebracht. Ich weinte, weil ich Angst hatte, dass ich hier sterben würde. Bis dann der Retter kam, heldenhafter Produzent, also Geoslam, der sie aus der Gewalt der Entführer befreit habe. Wir waren nicht mal dort, er hat uns nicht gerettet und ich wollte das nicht machen. Und Gio kann sehr böse sein, also sehr aggressiv am Telefon sagen, hey, ich arbeite Tag und Nacht für dich, ich investiere all mein Geld in dich, weil ich so dran glaube und du kannst jetzt nicht einfach sagen, wir machen das nicht, weil die Investoren, die brauchen jetzt mehr Presse und wir müssen jetzt die Geschichte erzählen. I trusted you, I gave up everything for you. Dann fühlt man sich so scheiße, dann denkt man, shit, der hat ja alles für mich aufgegeben und sein ganzes Geld. Dann machst du sowas. Der hat mir ein sehr, sehr schlechtes Gewissen gemacht und schlussendlich, ja, ging das Interview raus und viele haben mich gefragt, ist das passiert? Und ich musste immer sagen, ja. So vergrößert er offenbar nicht nur weiter seine eigene mediale Reichweite, sondern ernährt auch den Glauben der SängerInnen, auf dem Weg nach Hollywood zu sein.
Dort, wo Gio angeblich längst ist. Wir haben uns die ganze Zeit während dieser Recherche gefragt, was von seiner Geschichte stimmt jetzt eigentlich? Wir haben die Labels von Lady Gaga, J.Lo, One Direction, Enrique Iglesias und Jason Derulo angefragt, wollten wissen, ob sie Gio kennen und ob er tatsächlich eng mit ihnen zusammengearbeitet hat, wie er immer wieder behauptet. Wie hier zum Beispiel bezogen auf Jason Derulo. If I do something, I do it 100%. So if I do Jason or all the artists, what would we do? He refers to them by first name. He's on first name basis with them. He's in my phone book. I can call him now. Yeah, I can call him now. Jason Derulos Label hat uns geantwortet, und zwar mit ziemlich deutlichen Worten. Sie schreiben: Neither Jason Derulo or Atlantic Records have worked with or heard of anyone called Gio Slam. We're sorry to hear that aspiring artists are being scammed in this way and outraged that someone is using our names in connection with their fraud. We stand ready to help the authorities in any investigation into this individual. Trotzdem wird Gio Slam tatsächlich bei ein paar Songs, zum Beispiel von One Direction und Blue, als Textdichter oder Komponist gelistet. Bei der GEMA steht dort sein bürgerlicher Name, George W. Der Song von One Direction ist eine Red One-Produktion. Gio Slam wird uns später noch eine Nachricht zukommen lassen. Darin behauptet er, dass all seine Erfolge wahr sind. Er lässt ausrichten, Gio Slam ist ein Musikproduzent, dessen Erfolge in der internationalen Musikindustrie unbestreitbar sind. Dass Gio Slam und Red One sich kennen, ist unbestritten. Das zeigen etliche vertraut wirkende Fotos der beiden. Aber wie eng haben sie zusammengearbeitet? Das haben sich natürlich auch die SängerInnen gefragt, die sich von Gio betrogen fühlen. Sie haben es geschafft, Red Ones Manager, hier links, zu kontaktieren. Und der hat schon 2019 geantwortet. We've been contacted by several people in relation to, what he's been doing and how he's been using Red's name and my name with people to manipulate people for money and sexual favors, etc., etc. Gio is a former employer of Red, that is the truth, but he wasn't with Red when he was obviously selling the dream to you and all them other people, Gio Slam sei nichts weiter als ein unauffälliger Toningenieur gewesen. Auch wir rufen den Manager an. Welche Konsequenzen haben Sie aus den Geschichten der Betroffenen gezogen? For us, it would be great to have a short interview with Red One. Sie halten uns hin, versprechen aber Aufklärung. Wir treffen die Schweizer Sängerin Mariah wieder. Im Februar 2017 ist sie in dieser Frauenklinik in stationärer Behandlung wegen Depressionen. Der Arzt hat ihr Ruhe verordnet. Doch Gio Slam drängt damals auf 15.000 €. Ich meine, nur schon in eine Klinik zu gehen, das ist irgendwie auch ein großer Schritt und das war für mich auch nicht einfach. Und dann bist du hier und du möchtest die Therapie machen, du möchtest geheilt werden. Und wenn sowas kommt, das hat mich einfach... Du kannst dich gar nicht auf die Therapie konzentrieren, weil der macht mir Druck, der stresst mich, was soll ich machen? Das war so, ich kam nicht ganz weiter in dem Moment. Mariah tut sich schwer, 15.000 € aufzutreiben. Und dann stellt Gio andere Forderungen. Mariah soll ihn inspirieren. Mit sexy Bildern. So könne man sie vermarkten. Denn Talent sei da, das sagten ihm seine 20 Jahre Erfahrung im Business. Er verspricht ihr Hits, wenn sie ihn nur richtig inspiriere. Ich wollte dann nicht strippen, also nicht ganz nackt und habe dann im Bikini
Und dann hat er gesagt, ja, das ist gut. Und jetzt brauche ich aber noch eins, wirklich nackt. Und das war für mich, das hat mich fertig gemacht. Weil wenn es dir wirklich scheiße geht, wenn es dir wirklich schlecht geht, psychisch, dann wirst du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Dein Kopf ist leer, es ist alles nur noch schwarz. Und wenn dann sowas kommt, du weißt gar nicht, was machen. Du kannst damit gar nicht umgehen. Warum hast du sie denn dann gemacht, diese Aufnahmen dort? Ich habe gedacht, wenn ich es einfach mache, dann hört es auf. Und deswegen habe ich die Videos gemacht. Und hat es dann aufgehört? Es hat nie aufgehört. Gio gibt nicht auf und pocht auf ein Masturbationsvideo von Mariah, während sie in der Klinik ist. Mariah will sich auf ihre Therapie konzentrieren. Gio will das Sexvideo. Das Masturbationsvideo habe sie ihm nicht geschickt, aber andere anzügliche Fotos und Videos. Und sie macht weiter, bricht den Kontakt nicht ab. Ich habe dann immer gefragt, wieso? Hat sie gesagt, ja, wir haben diese Sponsoren und die haben eben mit Lady Gaga gearbeitet, ganz am Anfang. Und Lady Gaga ist ja immer nackt aufgetreten und so wurde das immer irgendwie normalisiert. Ich tue mich gerne auch verrückt schminken oder mal verkleiden oder weiß nicht was. Ich finde das lustig. Aber er hat mir dann gesagt, ja, du musst jetzt so ein Katzenbikini anziehen und du isst jetzt Katzenfutter. Im Video halt, weil das so lustig ist. Wenn jemand sagt, du musst Katzenfutter essen, du fühlst dich wie so eine Hure irgendwie. Also klar bist du keine Hure, wenn du Katzenfutter isst, aber wenn dir jemand sagt, hey, mach das Video und mach das und das, also isst jetzt Katzenfutter. Und das Kranke ist mir jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, dass vieles nicht echt war, dass das ein Betrüger ist, dann denkst du, scheiße, für was hat er das gebraucht? Was hat er damit gemacht? Wir haben es an anderer Stelle schon gesagt, aber es ist wichtig, das hier nochmal zu betonen. Gio Slam lässt uns ausrichten. Gio Slam verwahrt sich ausdrücklich gegen die gegen ihn erhobenen MeToo-Vorwürfe. Professionelle Zusammenarbeit ist für ihn oberstes Gebot. Die Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage. Wie die Chats zu verstehen sind, erklärt er nicht. Vor etwa 2 Jahren habe Mariah den Kontakt zu Gio dann doch abgebrochen. Sie wisse bis heute nicht, was er mit den anzüglichen Aufnahmen von ihr gemacht hat. Ihre Songs habe sie auch nie bekommen. Deswegen will sie ihm heute schreiben. Hey Gio, I really would like to have all the songs I recorded with you. We worked hard for this and I have the right to have them. Oh mein Gott, ich bin gerade so nervös. Glaubst du mir das? Oh mein Gott. Ich bin voll nervös jetzt gerade, ne? Das ist ein Mensch, der so viel Kontrolle hatte und ein Mensch, der mich total im Griff hatte. Das gab es noch nie. Und ich habe mir damals gesagt, ich will gar nichts mehr von diesem Mensch wissen, also gar keinen Kontakt haben, nichts. Und ich habe einfach Angst. Ich habe Angst, weil ich euch die Geschichte erzähle. Ich habe Angst, weil ich weiß, was für ein Mensch er ist. Weil ich weiß, dass er jetzt total ausrasten könnte. Keine Ahnung, ich kann nicht gut damit umgehen, aber ich warte jetzt mal. Es sind schon 3 Minuten vergangen. Okay, ich lege jetzt das Handy weg, weil ich drehe jetzt wirklich durch. Gio Slam antwortet nicht. Auch das zeigen unsere Recherchen. Wenn er nichts mehr von den Sängerinnen und Sängern kriegen kann, blockt er offenbar ab. Den Betroffenen geht das Erlebte dann aber oft noch jahrelang nach. Und manche Erlebnisse sind auch noch schlimmer. Die Norwegerin Kjersti trifft Gio Slam ab 2017 immer wieder in Hotels. Auch ihr verspricht er Hollywood. Für seinen angeblichen Dokumentarfilm soll sie aber seine Assistentin spielen. Once I get access to the suite, I always start to unpack and ironing the clothes and putting together sets because Gio has a lot of interviews and sessions in a day and that I don't want to.
and he can't wear the same outfits throughout the day. Usually has several sessions or several sessions and interviews. Several sessions and interviews. Okay. Auch sie soll Geoslam ständig filmen. Hier bei angeblichen Gesprächen. Die Idee dahinter, das Porträt des Starproduzenten. How do you deal with getting 100 emails a day? I don't. I have assistants who take care of that. A great admin section and management. Von diesem Management bekommen verschiedene SängerInnen Mails. Eine Managerin, Sharon. Sie schreibt auch mit Kirsty. He used people in his management to pretend that they were, well, one person, Sharon, that she was some kind of psychologist and that I had to basically analyze myself every single day for almost a year, sending all the analyses to her. And the reason I did that also is because he said all these things about who she was working for, like stated that she was basically Britney Spears' personal assistant and that she was educated as a psychologist. Wir haben mehrere Mails gesehen, in denen diese Sharon Kirsty Aufgaben schickt. Und wir zweifeln, ob es diese Sharon überhaupt gibt. Wenn man sich nämlich zum Beispiel mal diese Mail anschaut, die von Sharon unterschrieben wurde, und dann in den Quelltext geht, dann steht da, gesendet von Gios MacBook Air. Das an sich ist jetzt noch kein Beweis, dass Gio diese Mail geschickt hat. Es könnte auch sein, er hat zum Beispiel seinen alten Laptop an seine Managerin gegeben oder so. Aber dann haben wir die IP-Adresse mal genommen, auch aus dem Quelltext, und auf Geodaten untersucht. Und da wird dann angezeigt, dass diese Mail aus Istanbul versendet worden sei. So, und das ist jetzt spannend, weil wir auch ein Video haben, das laut Metadaten vom 5. Januar 2018 ist, also vom gleichen Datum wie diese E-Mails der angeblichen Sharon. Und in diesem Video sieht man Gio, wie er in einer Hotellobby sitzt. So. Und Kirsty hat uns erzählt, das sei eine Hotellobby in eben Istanbul gewesen, wo sie gemeinsam mit ihm war. So, und auch das haben wir nochmal überprüft, wenn man nämlich sich anschaut bei Google, wie sieht die Hotellobby des Hilton Hotels in Istanbul aus, dann sieht man da diese Sitzgarnitur und diese Lobby, die eben genau die ist, in der Gio sitzt. Also es müsste schon ein großer Zufall sein, wenn zu dieser Zeit auch die angebliche Managerin Sharon in Istanbul war. Die Person, die die E-Mails schreibt, schickt Kirsty auch immer wieder Aufträge für ihr Sexualleben. Einmal ist sie mit Gio alleine im Hotel. He did so many small things all the time. Instead of doing like a big thing, it was like a constant pushing. Just like trying to see where the limit goes all the time. Then we met at the hotel and we recorded in the hotel room. Gio told me that I was singing super good, but he was saying to me that he didn't feel a word I was singing. So he mentioned that, or he asked if I could pretend that I was in love with him. And it was so surreal, you know? And then he just suddenly, he was sitting, and then suddenly he just took me and held me like around my waist, and then he tried to kiss me. And then he said, "I can't be that disgusting, right?" And I was so shocked, you know, because you don't expect it from that big producer to do anything like that. So in a supposedly professional, yeah, work-related context, he then started touching you, or how? I laid down on the bed, and then because I was super tired and I needed to sleep, it was in the middle of the night, and that's when he laid down next to me. And then he started talking again about my past and everything. And you get in a really, really vulnerable situation. And then he, started touching me, and then I gave in. Kirsty hat uns noch andere Dinge erzählt, auf die wir nicht im Detail eingehen.
Sie hat Geoslam angezeigt, aber sowohl die norwegischen als auch die schwedischen Behörden haben Ermittlungen abgelehnt, sehen kein Verbrechen. Kjøstis Anwältin hat nun bei der norwegischen Regierung eine Entschädigung beantragt für Opfer von Gewalttaten. Geoslam wird sich auch zu diesen Vorwürfen nicht äußern. Wir erinnern an dieser Stelle nochmal an das Statement von Geoslam, in dem er ausrichten lässt, Geoslam verwahrt sich ausdrücklich gegen die gegen ihn erhobenen MeToo-Vorwürfe. Professionelle Zusammenarbeit ist für ihn oberstes Gebot. Die Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage. Zu den konkreten Vorwürfen von Kjøsti äußert er sich nicht. Kjøsti zeigt uns Videos, die Geoslam von ihr gemacht hat. In sexualisierten Situationen. Angeblich wieder für ein sexy Star-Image. I'm just taking his orders, basically. Yeah, there he is. Is he good? Irgendwann führte sie eine Art Beziehung mit Gio. Trotzdem sei vieles nicht im Einverständnis passiert. Und was Geoslam mit diesen und schlimmeren Aufnahmen gemacht hat, weiß sie bis heute nicht. I am totally destroyed, and although I know that he's not that powerful, big producer that I thought for over 3 years, he has destroyed me so much that I can't even. I don't understand how a person can be so evil to go to that extent and mess with people so much that he has done. I've never thought about taking my own life before, but he almost made me take my own life, and looking back at that now is just so surreal because I'm so happy to be here today. But yeah, I was like seconds away from actually doing something, to just stop the pain. Oof. Geoslam hat Narben hinterlassen. Es sind nicht nur die geplatzten Träume. Viele fühlen sich bis heute psychisch belastet, manipuliert, ausgenutzt, missbraucht. Dabei schöpft Silas irgendwann wieder Hoffnung. Er bekommt über Kontakte seiner Eltern ein Angebot. I was asked if I wanted to warm up for Justin Bieber. A crazy thing. When does that happen? That's totally crazy. That would be a dream come true. He's the biggest star in the world. Doch Silas steht bei Geoslam unter Vertrag. Einen Auftritt muss er also mit ihm abstimmen. Und er braucht seine Songs. And I wrote, Gio, every day, please, 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 this is a huge opportunity. It must be in your best interest as well. They got the confirmation. Silas can be the supporting act for Justin Bieber. He needs to have his songs. So everyone is like, amazing. Gio, can you do it? Not really even a question. Like, no, we can't do it. That was the point where I just started to question, hey, is he sabotaging this? Auch Silas Mutter findet immer mehr Hinweise, dass etwas nicht stimmt. Angebliche KollegInnen, die Gio als sein Team verkauft hat, arbeiten gar nicht für ihn. Für Silas bedeutet das, all seine Energie, sein Talent und all das Geld seiner Eltern investiert in einen mutmaßlichen Hochstapler. At that time, I got very depressed, and my dad, he got really, really stressed. He was about to lose sight on one of his eyes. It's called a stress eye, apparently. And my mom was sitting with this all the time. And my little sister was in the middle, and she didn't really have anybody to go to. And she couldn't get all those experiences with her friends because, because of me, we don't have any money. I felt so at that time. So I felt like maybe everybody would be happier if I wasn't there. I'm sorry. You want to take a break? No, it's fine. So
yeah, into that story is that I wrote a suicide song to say goodbye. But this is what I'm talking about. It's not the money that bothers me today. This is what bothers me today. That I had a kid that was doing so well in everything he did with music before he got into Geo's hands. And he destroyed that kid and a family. Mia will, dass dieser Schaden wieder gut gemacht wird. Und nicht nur ihrer. Sie vernetzt sich mit anderen Betroffenen und dem Red One Manager Mark Walton. Der verspricht zu handeln, gibt sich dabei sehr verbindlich. Red will have a call with Gio tomorrow evening to discuss everything that's been going on, you know. So just so you know, it's all going to be sorted out. I can guarantee that 100%. Angeblich habe Red One seinen Anwalt eingeschaltet. Der brauche Belege. Und der Manager bemüht sich auffallend um Vertraulichkeit. So if you can just make sure that anyone you're telling this information to, that they're not, sharing it publicly with other people, because he could just go on the run or something like that, you know. So we want to make sure that we surprise him and we hit him hard with everything, okay? There's two things we have to fix here. One is fraud. Obviously, one is the sexual things, because that's more serious. Get me as much information about what people did with Gio, based on, false information about that he had mentioned that, Lady Gaga had done the same thing about, dancing naked, putting cream on her body, about anybody who had done anything sexual with Gio, in the hope that they were going to meet Red. And I 100% have your back here, okay? So do not worry. Take care. Mia und die anderen sind zunächst erleichtert. Werden sie jetzt endlich zu ihrem Recht kommen? Sie sind zuversichtlich, mit Red One im Rücken. Doch wann kommt die Unterstützung? 2 Jahre nach den großen Versprechungen des Managers bringen Mia und Silas ihren Fall selbst vor Gericht. September 2021. Ein Zivilprozess Silas gegen Geoslam. Mia und Silas fordern ihr Geld zurück. Es ist ein Anfang. Kirsty und Fleur sind extra nach Schweden gereist, um Mia und Silas zu unterstützen. It makes me so upset. I can't wait to just see him with his lies, Yeah, if he's coming, my stomach is telling me that he's gonna find an excuse I'm not sick. to come. I hope not. I definitely hope not. No. And the shock when he see... Yeah, that you reunion. guys are here, he's gonna be shocked. Yeah, I know. Yeah. He does not know that I'm chasing him. He has no idea. No, me neither. Sie machen sich auf den Weg zum Gericht. In wenigen Minuten beginnt die Verhandlung. Und dann sitzt er einfach da, Geoslam, der große Hollywood-Produzent. From the moment I got up from the stairs, I tried not to just look at him, because I get nauseous. I feel bad, physically. I don't want to get too messed up in there. So just try to look the other way. Es ist nur ein zivilrechtlicher Streit. Bei dem Verfahren geht es nicht um Gios Masche, auch nicht um die Betrugs- und Belästigungsvorwürfe. Die Verhandlung soll ausschließlich klären, ob Geoslam den Vertrag gebrochen hat und ob er das Geld zurückzahlen muss. Tingsrätten håller huvudförhandling i mål mellan Silas och XCX Artist KB. Parter ombud kallas till sal 18. Wir dürfen bei der Gerichtsverhandlung dabei sein, aber nur den Ton aufzeichnen. Jag heter då George, men har ett alias som är Geoslam. Men så att, ja, de är ganska hårda avtalen. Men det är de för stora artister också, för det är så enormt stora pengar som är involverade. Gio behauptet vor Gericht, er habe Silas Songs nicht rausgebracht, weil Silas nicht genügend geleistet habe. Jag har ett namn och jag jobbar med stora kunder som betalar fullpris och bolag. Det minsta jag kräver då att mina instruktioner följs.
Det tycker jag är en självklarhet. Och det har de inte gjort, menar du? Nej, det har de inte gjort. Gary ist als Zeuge gekommen. Er sagt auch unter Eid aus, dass Gio ihn nicht bezahlt habe, wie auch eine weitere Zeugin. Doch Gio behauptet, er habe das Geld von Silas für sein Team ausgegeben. Belege dafür könne er aber keine vorweisen. Och är det korrekt att du inte tog några kvitton på några av de här utläggen du gjorde? Hat Gio also den Vertrag erfüllt? Hat Silas bekommen, was ihm versprochen wurde? Upplever du att du har fått någon nytta av det här avtalet som du ingick med XCX? No. Besides depression, I didn't get anything. Eins zeigt sich bei diesem Verfahren hier auf jeden Fall sehr deutlich, dass das ganze System GeoSLAM, was wir jetzt seit fast einem Jahr recherchiert haben, juristisch extrem schwer zu fassen ist. Also es geht hier drin eigentlich so ausschließlich darum, wurde der Vertrag eingehalten, also hat er einen Song produziert, wie es im Vertrag steht. Aber der ganze Kontext fehlt irgendwie. Also dass es sozusagen eine Masche gab, die Lügen sozusagen, die er sich ausgedacht hat, um mehr Geld zu bekommen. Das spielt hier alles eigentlich überhaupt gar keine Rolle. 1, 2 Test. Also wir versuchen jetzt GeoSLAM einmal zu sprechen. GeoSLAM, hi. We're from German Public Television. We wrote you an email. We'd like to hear your side of the story because we've heard a lot of accusations coming forward, and so wanted to know if we could have an interview. You think I want to do that here? No. Where would you want to do it? At the moment I'm discussing with my lawyer. Sorry. Okay. Would you do it later? We'll see about that. An diesem Tag fragen wir noch 3 Mal bei GeoSLAM nach. Ohne Erfolg. Und dann entdecken wir ein bekanntes Gesicht. Gabis Tochter Ines. Sie ist mit GeoSLAM gekommen. Wir suchen noch einmal das Gespräch. Ines? Ich möchte mit jemandem sprechen. Auf Instagram erfahren wir, Ines und Gio haben angeblich ein neues Label gegründet. Und wir finden immer neue SängerInnen, die offenbar als Duettpartner dazugekommen sind. Als der Prozess vorbei ist, starten wir einen letzten Versuch, mit GeoSLAM zu sprechen. So we'd really like to hear your side of the story in general. In general, not regarding this case. I'm talking about because there are other accusations as well. No comments, please. You don't want to? Wir haben ihm und seinem Anwalt alle Vorwürfe auch schriftlich geschickt. Mehrfach versucht, GeoSLAM telefonisch zu erreichen. Keine Antwort. Das Urteil soll erst einen Monat später kommen. Bis hierhin mussten Silas und Mia es ohne die Hilfe von Red One schaffen. Was wurde eigentlich aus Red Ones Versprechen zu helfen? Sein Manager gab sich verbindlich. It's all going to be sorted out. I can guarantee that 100%. Offenbar verschwindet GeoSLAM von Red Ones Internetseite. Doch sonst passiert nicht viel. I would really like to know why Red One didn't do more than he did, because I don't feel like I saw any actions. I would really like to share some light over how this even was possible, because without his name, I would never have lost all my money. We were not in this position, tragic position. GeoSLAM needed Red One to pull this off. Welche Verantwortung trägt Red One? Hätte er nicht spätestens handeln müssen, als ihm die Vorwürfe bekannt wurden? Der Manager hat uns versprochen, dass er uns umfassend bei der Aufklärung helfen will und dass er alle unsere Fragen beantworten wird. Deswegen haben wir ihm eine ausführliche Frageliste geschickt. Dann meldet er sich wochenlang gar nicht. Ja, wir hatten insgesamt 15 Fragen geschickt und irgendwann kam dann doch noch eine kurze Antwort per WhatsApp, ein Statement von Red One. Darin steht: Following the first instance of Red One being made aware of the allegations against Mr. a cease and desist letter was sent to Mr. condemning the behavior being alleged and demanding that Mr. immediately stop making any claims of association with Red One or his business.
Also, vieles bleibt offen, zum Beispiel, warum Red One die Betroffenen nicht unterstützt hat, nachdem er vor mehr als 2 Jahren auf die Vorwürfe aufmerksam gemacht wurde. Und es gibt auch keine Details über die Arbeitsbeziehung zwischen Red One und Geoslam. Auf den Fotos wirkt es, als sei Gio nah dran an Red One. Aber was, wenn es nicht so war? Wenn er bei seinem großen Boss selbst um Aufmerksamkeit buhlen musste? Um diese großen Produzentenmarken herum gibt es oft eine Maschinerie aus ganz vielen Nachwuchsproduzenten, Nachwuchs-Recording-Engineers, Nachwuchs-Songwritern. Es gibt den klassischen Ausdruck Tea-Boy, der bedeutet, du kochst eigentlich den Tee, du kochst den Kaffee im Studio, aber du hast dann vielleicht irgendwann auch die Chance, mehr an der Produktion teilzunehmen, weil jemand ausgefallen ist, du kannst mithelfen. Dass Menschen das sowieso negative Dinge ausnutzen, das ist verwerflich. Bis heute ist das verbrüdernde Video von Red One und Gio im Netz. Und bis heute behauptet Gio öffentlich, er habe sogar bis 2020 für Red One gearbeitet. Trotz der angeblichen Abmahnung von Red One. Einen Monat nach dem Zivilprozess in Stockholm ist das Urteil gefallen. Und darin steht, dass das Gericht erstmal feststellt, dass Gio seine Leistung nicht erfüllt hat. Dass er also den Vertrag mit Silas gebrochen hat. Gleichzeitig, und jetzt wird es ein bisschen verwirrend, steht in diesem Urteil, dass Gio das Geld nicht an Silas zurückzahlen müsse, weil Silas und sein Anwalt hätten nicht dargelegt, dass der Vertragsbruch wesentlich gewesen sei. Experten, denen wir das Urteil vorlegen, schließen auf einen Formfehler durch Silas' Anwalt. Wir hätten wirklich sehr gerne gewusst, was Geoslam zu all dem zu sagen hat. Wir haben ihn schon über 2 Monate vor Veröffentlichung dieses Films um ein Interview gebeten. Wir haben ihn mehrfach persönlich gefragt, wir haben ihm schriftlich Fragen geschickt, wir haben seinem Anwalt Fragen geschickt, wir haben versucht, ihn telefonisch zu erreichen. All diese Gelegenheiten hat er ausgelassen. Erst wenige Stunden vor Veröffentlichung dieses Films hat sich dann eine Anwältin bei uns gemeldet. Auch gegenüber ihr haben wir Gio erneut ein Interview angeboten. Dann kamen diese beiden Statements. Geoslam ist ein Musikproduzent, dessen Erfolge in der internationalen Musikindustrie unbestreitbar sind. Und zu den MeToo-Vorwürfen: Geoslam verwahrt sich ausdrücklich gegen die gegen ihn erhobenen MeToo-Vorwürfe. Professionelle Zusammenarbeit ist für ihn oberstes Gebot. Die Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage. Fleur hat Gio in der Schweiz wegen Betruges angezeigt, seitenweise Belege eingereicht. Doch die Staatsanwaltschaft Zürich will nicht ermitteln. Begründung: In der Schweiz zählt etwas nur als Betrug, wenn man nicht zu leichtgläubig reingefallen ist. Auch Kirsty hatte Gio angezeigt. Doch die Behörden ermitteln nicht, gehen nicht von einem Verbrechen aus. Kirsty sei dazu nie befragt worden. Silas und seine Mutter haben Berufung gegen die Entscheidung im Zivilstreit eingelegt. Und sie haben Geoslam auch bei der dänischen Polizei wegen Betruges angezeigt. Die dänischen Ermittlungsbehörden warten auf das Ergebnis des Berufungsverfahrens in Stockholm. Tell me something, boy. Are you trying to feel that, boy? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm up that deep end, much as I dive in, I never meet the ground. Crash through the surface, where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Geoslam kann also weitermachen. Er behauptet bis heute, mit den ganz großen Stars in Verbindung zu stehen. Und er hat sich offenbar wieder ein neues Geschäftsmodell erschlossen. Er bietet jetzt Elite Peak Performance Success Coaching an.
für Musiker, Influencer und Unternehmer. Das VIP-Erlebnispaket gibt es für 250.000 €. Streng limitiert auf 5 Kunden pro Jahr. Warum hat Geoslam all das getan? Um an Geld zu kommen? Dafür scheinen die Summen am Ende zu klein und sein Aufwand zu groß. Oder stand er selbst unter Erfolgsdruck? Ist er am Ende Opfer seiner eigenen Illusion? Dem Traum von Hollywood?